Wollt ihr eure Galaxy Watch 4 auch aufwerten? Dann guckt euch das Milanese-Band nach dem Intro an. Let's go! Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Schaut mal, was ich mir gegönnt habe. Es ist das Milanese-Band von Samsung für die Galaxy Watch 4. Denn ich brauche unbedingt einen Tapetenwechsel von dem Silikonband und will die Uhr dazu auch noch aufwerten. Lasst uns um die Verpackung gehen. Wir sehen, dass hier Designed for Samsung steht. Das ist das Indiz dafür, dass nicht Samsung dieses Band herstellt, sondern die Firma ITFIT oder auch ITFIT, ich weiß es nicht genau. Das sehen wir aber auch gleich auf der Rückseite. Das Band ist für die größere 44 mm Variante und in Silber, offensichtlich. Auf der Unterseite ist nichts. Auf der rechten Seite steht nur Milanese Band. Die Oberseite ist blank. Die linke Seite hat auch den Schriftzug Milanese Band. Und wir kommen zur Rückseite, auf der da steht Milanese Band für die Galaxy Watch 4 Made with Mesh Metal. Und da haben wir es stehen, ITFIT oder ITFIT, ich weiß es nicht. Die Verpackung ist geöffnet und wir holen das Band raus. Der erste Eindruck gefällt mir sehr. Die Haptik stimmt auch. Es sieht nicht nur gut aus, sondern fühlt sich auch wirklich gut und hochwertig an. Es ist schön glatt. Es gibt keine scharfen Kanten oder auch Stücke. Dieses Ende ist matt gehalten. Es glänzt also nicht so stark. Dasselbe gilt sowohl für das Mittelstück, also die Schließe, als auch für das andere Ende. Hier haben wir die Pins. Die Pins können wir mit Hilfe dieser Erhebung einfahren, um das Band so am Gehäuse zu befestigen. Weiter ist nichts in der Verpackung. Mir fehlt da irgendwie eine Bedienungsanleitung, aber mal schauen. Gucken wir uns mal die Schließe näher an. Auf der Innenseite steht, dass es Stainless Steel ist und auch wieder Designed for Samsung. Wenn irgendwas mit dem Band sein sollte, zwecks Garantie, soll man sich bei ITFIT melden. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir mal zu, dass wir das Band an die Uhr kriegen. Schaut euch mal die Form an. Die Lücke wird komplett gefüllt werden. Wichtig ist, das Stück von unten zu befestigen. Von Werk aus ist das Band zu eng für mich, sodass ich das Band mit euch gemeinsam weiten muss. Es erfordert ein wenig Kraft, aber die Schließe muss nach oben gedrückt werden, sodass sie senkrecht zum Band steht. Ich muss zugeben, ich dachte für einen Moment, dass ich es kaputt mache. Jetzt muss nur noch am Band gezogen werden, um die richtige Länge einzustellen. Auf der Innenseite seht ihr jetzt Einkerbungen, in die die Schließe drückt. Solch eine Kerbe muss unbedingt getroffen werden, sonst geht sie nicht zu. Auch jetzt muss ich viel Kraft aufbringen und habe gleichzeitig Angst, es kaputt zu machen. Also rate ich euch, schon beim ersten Mal die passende Länge zu finden. Die richtige Länge ist, wenn das Band an eurer Hand streift, beim Anlegen. Glücklicherweise habe ich auf Anhieb die passende Länge getroffen. Oh mein Gott, es sieht fantastisch aus. Bäm! Die Uhr wirkt so viel hochwertiger. Der Look sieht mega aus. Und sie fühlt sich viel, viel besser an. Dieses Band hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt noch einige Nahaufnahmen für euch, damit ihr einen besseren Eindruck von dem Band bekommt. Lasst es auf euch wirken.
Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Vielen Dank fürs Zusehen. Mein Review zur Galaxy Watch 4 kommt in Kürze. Aber zuvor kommt das Video zu den positiven und negativen Aspekten von Android 12. Also abonniert unbedingt den Kanal, es ist kostenlos. Macht es gut und bis dahin, ciao ciao.